Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Heute möchte ich mit euch dieses wunderschöne Patchwork häkeln. Dazu verwende ich eine Nadelstärke 3 und einen vierfädigen Bobbel meliert grün. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke, Verbrauch und Größe dieses Patchworks findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir beginnen mit einem Fadenring und 8 festen Maschen. Dazu nehme ich mir meinen Faden, lege ihn zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um den Zeigefinger herum, zweimal um den Daumen herum und halte den Endfaden mit Ring und kleinem Finger fest. Dann gehe ich mit der Nadel von oben durch die Schlinge am Daumen und hole mir den Spannfaden aus der Mitte und häkel eine Masche ab. Nun häkeln wir um beide Fäden 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann können wir am losen Faden das Ganze zuziehen und mit einer Kettmasche am Anfang schließen. Und schon ist unser magischer Ring fertig. Als nächstes holt ihr euch am besten einen Marker hinzu. Dann machen wir 5 Luftmaschen, lassen 2 Maschen frei, also die, wo die Dingens rauskommt, die danach auch, und gehen in die zweite rein und häkeln dort eine feste Masche. Also hier diese halbe und die danach freilassen und in das dritte Löckchen dann die feste Masche. 5 Luftmaschen, 2 freilassen und in die dritte eine feste Masche. 5 Luftmaschen, 2 freilassen und eine feste Masche direkt am Anfang, wo die Kette dann halt auch rauskommt. So, danach 5 Luftmaschen und hier setzen wir uns jetzt den Marker, damit wir wissen, wo die Runde vorbei ist. Eine feste Masche in den ersten Bogen, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in den zweiten Bogen, 5 Luftmaschen und eine feste Masche in den dritten Bogen. 5 Luftmaschen. Marker rausnehmen. Und jetzt gehen wir in den nächsten Bogen, das ist ja dann der Anfang wieder, um die Kette herum und häkeln dort 3 feste Maschen. Setzen wir den Marker in die erste Masche hinein. 5 Luftmaschen. Nächster Bogen, 3 feste Maschen. Fünf Luftmaschen. Nächster Bogen, 3 feste Maschen. Fünf Luftmaschen. Nächster Bogen, 3 feste Maschen. 5 Luftmaschen. Nun sind wir einmal rum. Und als nächstes werden aus den 3 festen Maschen 5 feste Maschen, also 2 mehr. Häkeln in die erste, in die zweite und in die dritte feste Masche.
jeweils eine feste Masche hinein und nochmal 2 zusätzliche um die Kette herum. Marker setze ich mir wieder in die erste, 5 Luftmaschen, die nächsten 3 festen Maschen wieder mit jeweils einer festen Masche bestücken und nochmal 2 zusätzliche um die Kette herum, 5 Luftmaschen, die nächsten 3 festen Maschen wieder mit jeweils einer festen Masche behäkeln und 2 zusätzliche um die Kette herum. Luftmaschen und die letzten 3 festen Maschen mit jeweils einer festen Masche behäkeln, nochmal 2 zusätzliche um die Kette herum, 5 Luftmaschen und dann sind wir auch schon rum und hier beginnen wir dann weiter. So geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Immer 5 Luftmaschen, das bleibt wie gehabt. Und ansonsten häkelt ihr von der ersten bis zur letzten festen Masche jeweils eine feste Masche durch und erweitert immer um die Kette herum mit 2 zusätzlichen. Also als nächstes kommen 5, die ihr abhäkelt und nochmal 2 dazu, dass es insgesamt 7 sind. Das Ganze herum. Dann häkelt ihr die 7 ab und macht wieder 2 dazu. Dann sind wir bei 9. Dann bei 11 und irgendwann bei 13. So, und ich werde das Ganze jetzt so weit häkeln, bis wir bei 13 festen Maschen insgesamt sind und dann geht es weiter. Nachdem wir bis auf 13 feste Maschen hochgehäkelt haben pro Seite, beenden wir die Runde mit 5 Luftmaschen und gehen in die nächste Runde mit Abnahmen. Wir lassen die erste feste Masche frei und behäkeln alle feste Maschen bis auf die letzte. Also wir lassen pro Seite die erste feste Masche und die letzte feste Masche frei und nehmen jetzt jedes Mal wieder 2 Maschen ab. So, dann 5 Luftmaschen, eine feste Masche um den Bogen, 5 Luftmaschen und wieder die erste feste Masche freilassen und ab der zweiten alle festen Maschen mit jeweils einer bestücken. Und auch hier wieder die letzte freilassen. 5 Luftmaschen um den Bogen herum, eine feste Masche, 5 Luftmaschen, die erste auslassen und alle bis auf die letzte mit einer festen Masche behäkeln. Luftmaschen, eine feste Masche um den Bogen herum, 5 Luftmaschen und auch die letzte Seite, die erste feste Masche auslassen, die restlichen mit jeweils einer festen Masche behäkeln.
Und auch hier noch die letzte feste Masche auslassen. 5 Luftmaschen, eine feste Masche um den Bogen herum, 5 Luftmaschen und dann sind wir einmal rum. Kommen wir zur nächsten Runde. Auch hier wieder 5 Luftmaschen, die erste Masche auslassen und ab der zweiten alle mit einer festen Masche behäkeln. Außer halt die letzte. 5 Luftmaschen. Um den ersten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Zweiter Bogen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Erste Masche oder erste feste Masche wieder auslassen. Ab der zweiten jeweils eine feste Masche pro Masche. Die letzte wieder auslassen. 5 Luftmaschen. Erster Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen, zweiter Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen, erste feste Masche wieder auslassen, alle bis auf die letzte mit einer festen Masche behäkeln. Luftmaschen, erster Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen, zweiter Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen und bei der nächsten Seite wieder die erste Masche freilassen und alle bis auf die letzte mit einer festen Masche behäkeln. Luftmaschen, eine feste Masche um den Bogen, 5 Luftmaschen, eine feste Masche um den zweiten Bogen, 5 Luftmaschen und die Runde ist soweit fertig. Nächste Runde wird genauso. Erste Masche wieder freilassen. Alle bis auf die letzte Masche mit einer festen Masche behäkeln. Luftmaschen, erster Bogen, eine feste Masche, zweiter Bogen, eine feste Masche, dritter Bogen, eine feste Masche, 5 Luftmaschen und rüber wieder die erste freilassen. Und die letzte freilassen. Also wir haben jetzt hier dann an der Ecke 4 Bögen. Und 2, 4,
6 Maschen. Ich habe mich vertan. Seht ihr? So schnell geht das. Können ja gar keine 6 sein, das müssen ja 7 sein. Hier habe ich eine Masche zu viel ausgelassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Also 4 Bögen an der Seite, 7 Maschen. Dann wieder 5 Luftmaschen. Erster Bogen. Eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Zweiter Bogen. Eine feste Masche. Dritter Bogen. Eine feste Masche. Und mit dem vierten Bogen gehen wir wieder rüber und häkeln unsere 7 festen Maschen. Luftmaschen, erster Bogen, 5 Luftmaschen, zweiter Bogen, 5 Luftmaschen, dritter Bogen und mit den nächsten 5 Luftmaschen wieder rüber. Erste freilassen und 7 feste Maschen. 4, 5, 6 und 7. 5 Luftmaschen. Erster Bogen. 5 Luftmaschen. Zweiter Bogen. 5 Luftmaschen. Dritter Bogen. Und mit den nächsten 5 Luftmaschen wird die Runde beendet. Und dann sieht es bereits so aus. Als nächstes kommt wieder eine kleine Veränderung. Jetzt kommen wir zu 5 festen Maschen. Wir lassen wieder die erste feste Masche aus und häkeln 5 feste Maschen. Und lassen dadurch auch die letzte aus. 5 Luftmaschen. Um den ersten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Und nun, der zweite Bogen bleibt unbehäkelt. Zwischen dem zweiten und dem dritten Bogen in die feste Masche 5 Stäbchen. Alles in die gleiche Masche hinein. Fünf Luftmaschen. Den Bogen direkt nach dem Fächer überspringen und in den ersten Bogen dann auf der anderen Seite die feste Masche setzen, 5 Luftmaschen und mit dem zweiten Bogen dann rüber die nächsten 5 festen Maschen häkeln, sodass wir hier 2 Bögen haben, den Fächer und hier 2 Bögen haben. Also hier auch dann jetzt wieder 5 feste Maschen. 5 Luftmaschen, erster Bogen, eine feste Masche, 5 Luftmaschen, zweiter Bogen auslassen und 5 Stäbchen in die feste Masche zwischen dem zweiten und dem dritten Bogen, dass das sozusagen genau die Ecke wird.
5 Luftmaschen, den Bogen direkt danach auslassen und in den ersten Bogen auf der anderen Seite die feste Masche setzen. Und mit den nächsten 5 Luftmaschen die nächsten 5 festen Maschen häkeln. Eins, 2, 3, 4 und 5. So, und so häkeln wir jetzt einmal komplett noch herum, denn jetzt werden die Runden etwas länger. So, die nächste Runde starten wir mit unseren 5 Luftmaschen aus der Vorreihe und häkeln nur noch 3 feste Maschen. Die erste wieder auslassen und die letzte auch. Somit bleiben nur noch 3 über. 5 Luftmaschen. Und nun in die erste feste Masche einen Fächer aus 5 Stäbchen. Fünf Luftmaschen, eine feste Masche in das erste Stäbchen des Fächers der Vorreihe, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in das letzte Stäbchen des Fächers, 5 Luftmaschen, einen Fächer aus 5 Stäbchen in die feste Masche, fünf Luftmaschen und 3 feste Maschen, in denen wir die erste feste Masche und die letzte feste Masche auslassen. 5 Luftmaschen, einen Fächer aus 5 Stäbchen in die feste Masche, fünf Luftmaschen, eine feste Masche in das erste Stäbchen des Fächers der Vorreihe, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in das letzte Stäbchen des Fächers der Vorreihe, 5 Luftmaschen, einen Fächer aus 5 Stäbchen in die einzelne feste Masche zwischen den Bögen, fünf Luftmaschen und wieder 3 feste Maschen, indem wir die erste und die letzte feste Masche auslassen. Und so geht es dann einmal komplett herum. Hier noch mal kurz zum Anschauen. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Runde angekommen. Wir machen einen Umschlag, wir haben jetzt noch 3 feste Maschen über und gehen in die mittlere feste Masche und häkeln dort 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Also wir häkeln das erste Stäbchen zur Hälfte ab, das zweite zur Hälfte, das dritte zur Hälfte, also immer durch 2 Schlaufen nur, 4 und 5. Und zum Schluss dann alle Schlaufen gemeinsam. Dann kriegen wir so einen schönen Knüppel hin. 5 Luftmaschen. Nun kommen wir zur Ecke. In die feste Masche eine feste Masche. 3 Luftmaschen.
Das ist die einzige Stelle, wo 3 Luftmaschen links und rechts kommen. Einen Fächer um die Kette herum aus 5 Stäbchen. Drei Luftmaschen und auf der anderen Seite in die feste Masche auch wieder eine feste Masche. Das ist dann die Spitze. 5 Luftmaschen, eine feste Masche ins erste Stäbchen des Fächers der Vorreihe, 5 Luftmaschen, eine feste Masche ins Stäbchen des Fächers der Vorreihe, das letzte, 5 Luftmaschen und nun wieder 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen in die mittlere feste Masche. 1, 2, 3, 4 und 5 und alle Schlaufen gemeinsam. 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche in das erste Stäbchen vom Fächer der Vorreihe. 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche in das letzte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Bei der Ecke in die feste Masche eine feste Masche, 3 Luftmaschen und einen Fächer aus 5 Stäbchen um die Kette herum. 1, 2, 3, 4, 5, 3 Luftmaschen und wieder eine feste Masche auf der anderen Seite in die feste Masche. 5 Luftmaschen, eine feste Masche in das erste Stäbchen des Fächers der Vorreihe, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in das letzte Stäbchen des Fächers der Vorreihe, 5 Luftmaschen und wieder 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen in die mittlere feste Masche. Das ist dann die letzte Reihe des Patches. So sieht's aus. Und am Ende der Runde die 5 Luftmaschen nicht vergessen und in der Spitze der Knospe mit einer Kettenmasche schließen. Und dann ist unsere Runde und unser Patch somit soweit fertig. Wenn ihr dann schon mal 2 habt, dann zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze verbinden könnt. Ich nehme mir mein erstes Patch, gehe in die Mitte des Fächers an der Ecke, fixiere mir dort den Faden mit einer Luftmasche und häkle nochmal 2 zusätzliche, also 3 Luftmaschen. Gehe rüber in mein zweites Patch, auch in die Mitte des Fächers, und mache dort eine feste Masche. So haben wir schon mal mit 3 Luftmaschenbreite das Ganze verbunden. Nun mache ich 5 Luftmaschen, wie wir es auch im Muster hatten. Das ist, glaube ich, besser. Und gehe in die feste Masche des einen Patches und häkel dort eine feste Masche hinein. Dann 3 Luftmaschen, damit wir wieder auf die Breite vom Anfang kommen, und rüber in die gegenüberliegende feste Masche des anderen Patches. 5 Luftmaschen. Dann haben wir wieder die Länge, um zur nächsten festen Masche zu kommen. Da gehe ich dann wieder rüber, sodass sich halt ein Zickzack bildet.
Mache dort eine feste Masche. 3 Luftmaschen dann, um zur gleichen festen Masche am anderen Patch zu kommen. Und eine feste Masche. Dann wieder 5 Luftmaschen. Um auf die andere Seite des Fächers zu kommen. 3 Luftmaschen, um dann bei dem anderen Patch an die gleiche Stelle auch eine feste Masche zu setzen. Und so bildet sich dann dieses Zickzack und optisch halt auch so diese Bögen. Das Ganze nachher gedämpft ist, dann sieht man das besser. So, wo waren wir jetzt bei 3? Jetzt kommen wieder 5 Luftmaschen. Dann kommt hier die Knospe. Eine feste Masche. 3 Luftmaschen, um dann bei dem anderen Patch auch in die Knospe eine feste Masche zu häkeln. Also mal 5 Luftmaschen, um weiterzukommen, und 3, um sich die gegenüberliegenden festen Maschen zu verbinden. Und zum Schluss 5 Luftmaschen in den mittleren Fächer einstechen, 3 Luftmaschen hier rüber, dort auch in die Mitte, und fertig ist das Ganze. So, dann können wir den Faden abschneiden. Ich verstecke mir den Faden dann in diesem Stäbchen, dass man das dann nicht so sieht. Einmal hin und einmal zurück, das reicht und hält. Alles wunderschön verbunden und gedämpft ist. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer ganz, ganz wichtig für den Algorithmus, für uns YouTuber. Ansonsten viel Spaß beim Nachwerkeln und lasst die Nadeln glühen. Ciao, ciao.